Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich hier an einem altbekannten Ort. Ich hatte ja mit euch damals hier die Goliath Hybrid IP Türsprechanlage eingebaut. Das ist ein modulares System. Ihr seht es hier, was wir schön erweitern können. Und hierzu habe ich ja auch schon zwei Videos gemacht. Zum einen zum Einbau und zum anderen natürlich auch, um die Anlage etwas sicherer zu machen. Das heißt, um zum Beispiel die Türsteuerung nicht hier in diesem Modul zu lösen, sondern im Haus. Aber das erfahrt ihr ja in den Videos, die ich schon gemacht habe. Diese verlinke ich euch mal hier oben unter dem i. Heute möchte ich einen weiteren Punkt mal angreifen, den ich mir schon sehr lange vorgenommen habe, hatte aber keine Zeit, ihn umzusetzen und den viele meiner Zuschauer auch nachgefragt haben. Und zwar, Marc, zeig uns doch mal, wie man hier eine weitere Innenstation dazu bauen kann. So, und hier möchte ich euch natürlich auch gleich nochmal zeigen, dass das auch bis ins Extreme erweiterbar ist. Wir sehen, wir haben hier schon eine Innenstation verbaut. Das ist die Hauptinnenstation. Dann gehen wir kurz mal einen Raum weiter. Dann seht ihr hier an der zweiten Position haben wir eine nächste Innenstation, die ist mit der Hauptinnenstation verbunden. Auch hier kann es klingeln und das wollen wir dann nochmal erweitern und das zeige ich euch jetzt mal, wie das gemacht wird. Um das System nun zu erweitern, brauchen wir natürlich erstmal einen kompatiblen Monitor. Was brauchen wir da? Das ist ganz einfach erklärt. Wir nehmen dann einfach mal diesen Monitor, das ist der Goliath Hybrid IP 2-Draht Video Türsprechanlagen-Monitor, 7 Zoll Monitor. Der Vorteil dieses Monitors, der Monitor kann auf zwei Arten mit der Anlage verbunden werden. Entweder ganz normal durch unser Zweitbus-System, also mit unseren zwei Adern, das wir dann hier hüben einfach angeschlossen, aber das machen wir heute nicht, denn hier an dem Ort, wo ich den Monitor installieren will, bin ich sehr, sehr weit weg von meiner Türsprechanlage und ich habe jetzt hier keinen Zweidrahtanschluss, wo ich das anschließen kann, aber ich habe hier an dieser Stelle Internet oder mehr zu sagen, mein hausinternes LAN liegen. Und das ist das Schöne bei dem System. Ich zeige es euch mal hier etwas näher. Der Monitor hat nämlich neben den Standardanschlüssen hier auch noch einen PoE-fähigen LAN-Anschluss. Was bedeutet PoE? Power over Ethernet. Das heißt, wir können hier über unser ganz normales LAN-Kabel, RJ45 Steckerkabel, auch den Strom gleich mit liefern. Hier würde ich euch dann dementsprechend auch empfehlen, wenn ihr den Monitor kauft, sorgt auch dafür, dass ihr gleich einen Injektor mitkauft, und zwar einen PoE-Injektor. Den gibt es natürlich hier direkt auch bei den Herstellern. Er hat normale Injektoren oder dementsprechend auch Mehrport-Switches. Da könnt ihr dann sogar mehrere Monitore anschließen und diese auch per Strom versorgen lassen. Eine wichtige Warnung an dieser Stelle. Im Internet gibt es auch solche netten Teile. Das sind sogenannte dumme Injektoren. Diese geben quasi 48 Volt aus, aber ohne Rücksicht auf Verluste. Das heißt, wir haben hier zwei Anschlüsse, einmal den kommenden LAN und dann hier den PoE-Ausgang, der dann die 48 Volt liefert. Diese Stecker sind äußerst günstig, die kauft ihr aber auf keinen Fall. Warum? Wenn ihr hier nämlich einfach nur diese beiden LAN-Stecker vertauscht, kann es schon sein, dass der vorgelegene Switch, eure Fritzbox, euer Router oder was auch immer da vor sich befindet, im Eimer ist oder zumindest der LAN-Port dieses Gerätes hinüber ist, weil ihr dann nämlich sofort 48 Volt draufgegeben habt und die Geräte, die nicht für PoE ausgelegt sind, sind dann natürlich sofort kaputt. Ich empfehle euch also, diese Teile nicht zu kaufen. Kauft euch einen vernünftigen Injektor oder den, der hier vom Hersteller schon mitempfohlen wird. Alternativ kann man auch so einen Injektor verwenden. Dieser Injektor hat nämlich einen Vorteil. Er unterstützt einen Standard. Den Namen des Standards blende ich euch hier oben einfach mal ein. Der Vorteil dieser Standard garantiert euch, wenn man hier mal ein falsches LAN-Kabel anschließt oder ein falsches Gerät anschließt oder die Kabel untereinander vertauscht, checkt erst der Injektor die Gegenstelle. Hallo, kannst du mich verstehen? Brauchst du Strom? Die Gegenstelle antwortet. Das ist ein ganz einfacher Prozess. Und erst wenn die Gegenstelle quasi erkannt wurde als PoE-fähig, gibt dieser Injektor dann quasi, ich sage jetzt mal ganz banal, Strom auf unser LAN-Kabel und fährt das Gerät an. Wenn das Gerät das nicht anfragt oder nicht antwortet, wird es nicht mit Strom versorgt. Und somit würden dann auch alle Geräte überleben, die mal hier fälschlicherweise angeschlossen werden. Das aber nur so am Rande, ist aber halt ein sehr wichtiger Punkt, weil ihr sonst eure Anlage daheim eventuell zerstören könnt. So, wir haben jetzt hier diesen wunderschönen Monitor. Unsere Goliath
IP Türsprechanlage ist ja so installiert, wie ich es im letzten Video gezeigt habe. Das heißt, die ist ja auch mit meinem LAN verbunden. In der Regel hat das der Händler für euch schon vorkonfiguriert mit einer festen IP-Adresse oder ihr habt es selber gemacht. Das wäre natürlich die optimalste Lösung. Und hier seid ihr dann dementsprechend auch in der Lage, auf eure Türsprechanlage zuzugreifen, indem ihr einfach die IP-Adresse der Türsprechanlage wenn ihr sie nicht wisst, schaut einfach in eurer Fritzbox oder in eurem Router nach. Somit bekommt ihr sie heraus. Und dann kommt ihr in etwa auf so eine Seite. Wichtig, wir sind hier nicht im Internet, das heißt, wir haben hier kein HTTPS, deswegen kommt hier diese Warnmeldung, die klickt ihr einfach mal hier unten mit dem Button weg. Das kann je nach Browser etwas anders aussehen. Und wir gehen direkt zu dieser Seite weiter. So, jetzt sehen wir hier unsere Oberfläche und in die gehen wir jetzt einfach mal hier rein, indem wir unsere Anmeldedaten eingeben. Ihr seht, wir sind jetzt auf unserer Hauptoberfläche. Jetzt brauchen wir eigentlich nur einen Punkt, und zwar unsere Zimmernummer-Einstellung. Wir wollen ja jetzt hier ein weiteres Zimmer quasi anlegen, wo wir die Türsprechanlage rein anmelden. Das heißt, wir klicken jetzt hier drauf. Wir sehen hier unsere Türsprechanlage. Das ist die Adresse der Türsprechanlage. Klicken hier drüben auf die VTH-Verwaltung und sehen jetzt hier unsere Raumnummer. Die Raumnummern erkläre ich euch einfach mal. Die vordere Nummer wurde hier vom System selber ergeben. Das wäre jetzt quasi in meinem Fall eine Türsprechanlage mit 2 Gegenstellen, das heißt 2 Teilnehmern. Das wäre Teilnehmer 1, der hat die Raumnummer 9901. Und dann haben wir hier dieses Hashtag und die 0, das ist quasi der erste Raum. Und hier die 9901 Hashtag 1, das wäre dann der zweite Monitor. Wir sind jetzt aber hier im Obergeschoss, das ist jetzt quasi mein Monitor. Da haben wir die 9902, das ist jetzt quasi die zweite Gegenstelle. Und hier Raum Nummer 0, Raum Nummer 1 und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen vorbereitet und habe jetzt quasi mein Atelier hier schon angelegt. Der Bildschirm ist zwar noch nicht intakt, aber ich zeige es euch einfach mal. Ihr klickt hier auf Hinzufügen, gebt hier dann dementsprechend ja eure Daten ein. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Vorname, Nachname könnt ihr eingeben, wer dann halt in dem Raum wohnt. Könnt der Geschichte einen Spitznamen vergeben, wie zum Beispiel, ich hatte es Atelier genannt, und gebt hier die Zimmernummer ein. Wichtig bei der Zimmernummer, ihr habt sie hier drüben gesehen, der nächste folgende logische Raum wäre jetzt, wenn ich die Anlage erweitern wollte, 9902. Raute, und wir sehen, wir haben jetzt hier schon 4 Monitore angemeldet, also 3 ist die letzte Nummer, müsste ich dann quasi 4 erstellen. Dann haben wir hier die Registrierungsart, die lassen wir auf öffentlich, und hier das Registrierungspasswort, das ist vom Hersteller angegeben auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, das könnt ihr natürlich ändern. Wichtig, wenn ihr sowas macht, merkt euch die Passwörter, ich würde sie aber dann halt immer ändern. Dann klicken wir auf Speichern, ich hatte das ja hier schon getan und habe hier quasi mein Atelier schon angelegt. Aber es ist noch nicht im Betrieb. Somit weiß jetzt meine Anlage, aha, hier wird bald ein Monitor kommen, der unter dieser Nummer erreichbar ist. Und dieser Monitor gehört zu dem Hauptmonitor, der hier oben mit der 0. Das heißt, das ist unser Master-Monitor und der gibt dann quasi den Ruf hier weiter. Somit ist das eigentlich schon alles safe. Wir speichern das, gehen wieder raus, gehen nochmal kurz rein, schauen, das ist alles übernommen. Und somit sind wir hier startklar. Im nächsten Schritt kommen wir zum reinen Anschluss des Monitors. Jetzt habe ich einfach mal ein ganz normales Netzwerkkabel mitgebracht. Das steckt hinten in meinem Router, zum Beispiel in eurer Fritzbox oder was auch immer ihr für einen Router habt. Und das stecken wir jetzt einfach mal hier hinein. Und wir sehen, es passiert nichts. Ganz einfach, weil der Monitor keine Energie hat. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie Energie auf den Monitor bringen. Wie gesagt, ihr könnt hier Switches verwenden, die PoE-fähig sind und Energie ausgeben können. Diese Sachen nehmen wir nicht, das hatte ich ja geklärt, aber wir haben ja hier unseren Injektor, was auch immer hier verwendet, überlasse ich euch. Das ist ein 48 Volt PoE-Injektor. Und hier sehen wir 2 Anschlusspunkte. Ich halte es mal in die Kamera. Hier unten steht LAN. Hier kommt unser Stecker direkt vom Router rein. Und hier drüben steht PoE. Das ist der Power over Ethernet, also unser LAN mit Internetanschluss. So klicken wir das hier hinein und verbinden die Geschichte mit dem Monitor. Ganz wichtig, achtet auch darauf, was für eine Leistungsabgabe diese Geräte haben. So ein Monitor wird im Schnitt, ich schätze mal so um die 5, vielleicht maximal 10 Watt brauchen. Achtet also darauf, wenn ihr hier solche Injektoren kauft, dass ihr auch die dementsprechende Leistung habt. Wenn ihr vielleicht sogar 4 oder 5 Monitore an so einen PoE-Switch
anschließt, würde ich dann mindestens einen Switch, sagen wir mal, mit 30 oder 50 Watt erwerben. Aber für den einen Monitor dürften so, sagen wir mal, bis 20 Watt läuft der hier wahrscheinlich safe, oder der hier hat sogar 30 Watt, da wäre alles in Ordnung. Jetzt stecken wir einfach mal diesen Stecker in die Steckdose und jetzt müsste hier mein Monitor gleich angehen. Wichtig, der Injektor prüft jetzt immer erst zum Monitor, fragt ihn nach, brauchst du Strom, dass ja, das Prozedere antwortet. Und jetzt hat es hier einen kleinen Klick gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Der Monitor fährt jetzt hier hoch, weil er Strom von dem Injektor bekommt. So, nachdem wir das Gerät angeschlossen haben, kommen wir in das Haupteinstellmenü. Das heißt, wir machen hier die Ersteinstellung und wählen hier dementsprechend unser Land aus. Und könnten jetzt hier mit der Schnellkonfiguration arbeiten. Ich bin jetzt aber nicht der Fan von der Schnellkonfiguration. Ich möchte alles lieber manuell einstellen. Also gehen wir hier einfach mal schnell durch. Ich vergebe jetzt hier einfach mal ein Passwort. Wir nehmen einfach mal das Standardpasswort, was der Hersteller sowieso verwendet. Das wäre die 8888888. Ihr nehmt natürlich sichere Passwörter und gebt hier mal eine Wiederherstellungs-E-Mail mit ein. So könnt ihr das System auch wieder zurücksetzen im allerhöchsten Notfall. So, wie ihr seht, sind wir jetzt hier im Hauptbildschirm und hier können wir jetzt die richtige Einstellung vornehmen. Um das System richtig zu konfigurieren, gibt es hier eigentlich nur einen Weg. Ihr braucht das Mastermenü. Damit meine ich hier nicht das Zahnradsymbol, da kommt ihr nur in das Standardhauptmenü. Ich klicke mal rauf, das wäre das. Das nützt uns hier nicht viel. Wir müssen in das Mastermenü. Das erreichen wir, indem wir dieses Zahnradsymbol einfach mal etwas länger festhalten. Hier das Herstellerpasswort eingeben, was im Moment 88888 ist. Und wir sind jetzt hier in unserer Konfiguration. Beginnen wir ganz von oben. Netzwerk. Wir müssen den Monitor mit unserem Netzwerk verbinden. Ganz wichtig, wenn wir das machen, müssen wir entweder eine feste IP vergeben. Ich empfehle euch aber, lasst die IP euch von eurem Router zuweisen. Deswegen schaltet am besten die Funktion DHCP auf ein. Somit gibt der Router euch jetzt hier eine feste IP-Adresse und somit ist der Monitor schon in eurem Netzwerk registriert. Wichtig, wenn ihr hier zum Beispiel eine Fritzbox oder einen TP-Link Omada oder andere Hersteller habt, könnt ihr in eurem Router die IP-Adresse fest vergeben. Davon bin ich eher ein Fan, als hier in dem Gerät diese fest zu vergeben. Aber das macht ihr, wie ihr das für richtig haltet. Nur ein wichtiger Tipp, wenn ihr hier drin die IP-Adresse fest vergebt und vertippt euch hier oder gebt eine falsche Adresse ein, kann es zu einem Adressenkonflikt kommen und dann geht euer ganzes Netzwerk mitunter im schlimmsten Fall nicht mehr. So, jetzt haben wir das eingestellt, übernehmen das und damit ist die IP vergeben. Wenn sich die IP nicht so schnell vergibt, könnt ihr das Gerät auch kurz mal vom Netzwerkanschluss trennen, wieder einstecken und so müsste sie dann wieder bezogen sein. Dann kommen wir zur reinen Konfiguration. Wir fangen hier mit der Konfiguration dieser Nebenstelle an. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ich hatte es euch ja vorhin in den Einstellungen der Anlage gezeigt. Hier sehen wir die Zimmernummer. Wir haben hier die Anlage in der Zimmernummer 9902, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Und dann vergeben wir unseren Monitor die Nummer. Das hattet ihr ja vorhin auch gesehen, das war die 2 hier für mein Atelier. Das hatte ich vorhin schon so festgelegt. Ganz wichtig, dieser Monitor ist hinter einem anderen Monitor geschaltet. Also ist es nicht der Hauptmonitor, sondern eine Erweiterung. Was erweitert er? Ganz einfach, jetzt geben wir hier die IP-Adresse des Hauptmonitors ein. Wenn ihr diese nicht findet, könnt ihr diese natürlich auch im Menü eurer Türsprechanlage finden. Ich blende es euch einfach mal ein. Das wäre hier in meinem Fall diese. Bei euch wird sie anders sein. Und gebt einfach hier die dementsprechende Adresse ein. Ganz wichtig, jetzt hat natürlich der andere Monitor, der Hauptmonitor, auch ein Passwort. Das haben wir hier noch nicht geändert, hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. Also ist das Hauptpasswort oder der Mastername Admin und hier unten das Passwort standardgemäß beim Hersteller 888888. Wichtig, das könnt ihr natürlich gerne ändern. Wir lassen das jetzt hier mal bei den Standardeinstellungen, das so für euch einfacher zu verstehen ist. Wir testen, ob das funktioniert, indem wir jetzt einfach hier unten kurz die OK-Taste drücken. Und wir sehen, die Einstellungen wurden erfolgreich übernommen. Ganz wichtig, ihr habt jetzt hier oben gesehen, der Bildschirm hat sich hier oben geändert. Das heißt, hier oben die Symbole sind verschwunden und es sind jetzt nur noch hier diese beiden kleinen Monitore zu sehen. Das heißt, die Verknüpfung zum nächsten Monitor steht. Somit wissen wir, dass eigentlich die Anlage schon startklar ist. Wir schauen nochmal, was wir hier noch weiter haben. Ich bestätige nochmal kurz. Wir gehen runter. Hier können wir nichts einstellen, weil wir einen Nebenstellenmonitor haben. Hier können wir nichts einstellen. Wir können nochmal schnell nach dem Gerät suchen. Das heißt, wir können nach unserer Hauptanlage draußen an der Tür suchen. Einfach mal aktualisieren. Wir sehen, wir haben jetzt hier
die Anlage gefunden und damit sind wir eigentlich schon durch. Hier könnte man jetzt nochmal die Anlage anwählen. Wichtig, wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch das Passwort der Anlage eingeben. Das ist das Passwort, mit dem ihr euch angemeldet habt an eurer Anlage. Vorhin, wo wir das zum Beispiel am PC überprüft haben. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich werde hier schnell mal das Passwort eingeben. So seht ihr, dass auch die Verbindung steht. Somit ist eigentlich im Prinzip diese Anlage jetzt betriebsbereit. Wir gehen mal in das kleine Haussymbol und somit ist das Nebenstellen-Display quasi funktionstüchtig. Jetzt mache ich einfach mal Folgendes. Wir lassen den Bildschirm hier ausgehen und ich laufe mal an meine Klingel, betätige die Klingel, wir nehmen hier drin ab und wir schauen mal, ob das funktioniert. So, und wie ihr seht, die Verbindung wurde aufgebaut. Ich kann jetzt hier mit meiner Gegenstelle reden und die Person im Raum kann jetzt hier mir einfach die Tür öffnen und ich kann hier reingehen. Und jetzt hat sich ja die Anlage mit unserer Hauptanlage draußen schon mal verbunden. Jetzt können wir noch mal was anderes Schönes probieren. Wir klicken hier auf Überwachen. Wir sehen hier noch nichts, also müssten wir hier jetzt mal die Anlage einrichten. Wir gehen noch mal in dieses Mastermenü hinein. Hier gehen wir auf VTO-Konfiguration. Das wäre quasi draußen die Türsprechanlage. Jetzt schalten wir das einfach mal ein. Wir gehen wieder zurück. Und wir sehen jetzt, wenn man hier auf die Kamera drückt, können wir auch so direkt auf unsere Tür draußen quasi zugreifen, können hier alles sehen, hören, mit der Gegenstelle sprechen und sogar hier die Tür einfach so aufschließen. Jetzt gehen wir wieder zurück und das war es eigentlich schon. Damit ist unsere Nebenstelle komplett eingerichtet und einsatzbereit. Ihr seht jetzt, wir haben mehrere Nebenstellen, das heißt, wir haben sogar mehrere Monitore hinter einem angeschlossen und somit habe ich, glaube ich, auch diese Zuschauerfrage beantwortet. Also ja, man kann auch mehrere Monitore hintereinander anschließen und diese parallel betreiben. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Interessiert ihr euch für die Goliath-Anlage, für die Erweiterungsmonitore oder weiteres Zubehör, was ich hier verwendet habe, so werde ich euch einfach mal die Produktlinks unten in der Videobeschreibung zusammenfassen und werde auch mal den Hersteller noch mal fragen, ob er mir hier einen Rabattcode zur Verfügung stellen kann, den ihr natürlich auch nutzen könnt, wenn dieser vorhanden ist. Steht ja auch unten in der Videobeschreibung. Deswegen wird dieses Video auch als Werbevideo gekennzeichnet. Hat euch das Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr eventuell mich und meine Arbeit etwas unterstützen? So, gebt mir doch einfach einen digitalen Kaffee aus. Dieses könnt ihr ganz einfach auf meiner Homepage machen. Diesen Link zur Homepage findet ihr auch hier in der Endcard oder unten in der Videobeschreibung. Also ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.